Es geht nach oben und es ist anstrengend. Ich laufe mutterseelenallein in Richtung eines Passes, dessen Namen ich noch nicht einmal kenne. Biochemisch lässt sich das Wandern gut erklären. Es geht um Serotonin, Dopamin, um Endorphine und den Abbau von Cortisol. Das klingt zwar großartig und wissenschaftlich, ist aber nur eine schwache Antwort auf die Fragen: Warum quält sich der Mensch am Berg? Was bringt uns dazu, ins Unbekannte aufzubrechen? Warum nur fasziniert uns immer genau das, was hinter dem Horizont liegt? Wer gerne wandert, kennt natürlich die Antworten auf diese Fragen. Ich bin hier einen wirklich wunderbaren Weg gelaufen und breche meinen Aufstieg doch schweren Herzens ab, bevor ich mein eigentliches Ziel erreicht habe. Aber in den letzten Tagen ist hier in den Westfjorden die Schneefallgrenze noch mal um mehrere hundert Meter nach unten gerutscht. Vor mir liegt eine geschlossene Schneedecke und darauf bin ich leider nicht vorbereitet. Der September neigt sich dem Ende zu und ich stehe immer noch auf dem Campingplatz in Sudervik. Ein kleiner Ort in den Westfjorden. Etwa 200 Menschen leben hier. Es gibt eine Schule, ein Gesundheitszentrum, kleine Gewerbebetriebe und einen winzigen Hafen. Rundum erheben sich mächtige Berghänge, die erklettert werden wollen. Wie ihr wisst, ist das ein vermessenes Unterfangen, an dem ich scheitere. Aber auch der Versuch, hier hochzukommen, ist berichtenswert und liefert gute Bilder. Die kurze Anfahrt zum Ausgangspunkt meiner Wanderung führt parallel zum Alftafjörður. In der Vergangenheit hat es viel geregnet. Auf diesen Tag mit Sonne habe ich lange gewartet. Auf Meereshöhe liegt die Temperatur bei 2 Grad über Null. Nach oben hin wird es später deutlich kälter. Die Route habe ich in einer Wander-App recherchiert. Sie führt über den Pass bis in den Nachbarfjord. Zu meinem Erstaunen ist sie gut zu erkennen und durchgehend markiert. Das ist für Island untypisch und in diesem Terrain durchaus ein Grund zur Freude. Auch bei diesem Aufstieg gilt: Verdursten kann man in Island nicht. Von überall strömt Wasser. Es ist immer trinkbar und schmeckt hervorragend. Die Westfjorde sind touristisch weit weniger erschlossen als die Regionen entlang der Ringstraße mit ihren überlaufenen Sehenswürdigkeiten. Die Fjorde sind isoliert, unwirtlich und kaum bewohnt. Mit anderen Worten, sie sind großartig. Auch hier gibt es ein Hochland, doch um es zu bewandern, komme ich einige Wochen zu spät. Für eine Tour durch den Schnee fehlen mir der Mut und die Ausrüstung. Aber dafür habe ich ja die Drohne und kann euch zeigen, auch die Westfjorde sind spektakulär. Durch Vulkane entstanden und von gewaltigen Gletschern geformt.
Wenn es jemand sagt, das waren mir zu viele Drohnenbilder, das war mir einfach zu lang, dann hat er recht. Aber ich habe diese Landschaft hier erlebt. Ich finde sie zum Niederknien. Und ich mache diese Filme auch ein kleines bisschen für mich. Nennt mich einen Egoisten, aber ich werde irgendwann mit einem Glas Bier in der Hand vor einer Leinwand sitzen und diese Bilder erneut bestaunen. Und vielleicht entsteht dann in mir das Gefühl wieder, was ich dort oben auf dem Berg hatte. Und das war Respekt. Respekt vor dem größten Baumeister, den diese Welt kennt. Respekt vor der Natur. So, und jetzt fahre ich weiter. Ankoppeln, Frischwasser tanken und Abschied nehmen. Fast 3 Wochen stand ich hier. Die Zeit war in viele schöne Erlebnisse gut investiert. Bei so langen Aufenthalten bekommt man in Island auch immer einen Rabatt. In Sudavik ging das so weit, dass mich der Platzwart am Ende nur noch bestaunt hat. Geld wollte er keines mehr. Meine Tagesroute hat eine Länge von 160 Kilometern. Zur besseren Orientierung hier die Karte. Von Sudavik aus geht es einmal quer durch die Westfjorde nach Patresfjörður. Vor allem die Fahrt über die Hochebene verspricht spektakuläre Ausblicke. Daher war der Termin der Reise nach vielen Regentagen mit Bedacht gewählt. Alle Wetterberichte versprachen Trockenheit. Leider ist Island ein Land, in dem es auch dann regnet, wenn es nicht regnet. Ein Umstand, der mich als Filmemacher immer wieder frustriert. So könnt ihr die riesigen Fjorde, die gewaltigen Felswände und die haushohen Wasserfälle nur erahnen. Dafür kann ich euch die Tunnel meiner Reise zeigen. Kilometerlang, zweispurig oder auch einspurig, was mich als Gespannfahrer durchaus beunruhigte. Doch in den Westfjorden liegt der Verkehr Ende September bei nahezu null. Auf der Südseite der Halbinsel klart das Wetter dann auf. Ich habe mich ganz bewusst für den Campingplatz in Patresfjörður entschieden, denn er ist bis zum letzten Tag des Monats geöffnet. Die meisten Plätze in Island schließen bereits Mitte September, wobei dieser Termin eher locker gehandhabt wird. Es ist weniger das Datum, mehr der Bodenfrost, der die Saison beendet. Patresfjörður ist der Name von Fjord und Ort. Etwa 800 Menschen leben hier. In Island gilt das schon als Metropole. Der Patresfjörður Camping Ground liegt mitten im Ort. Ich bin der einzige Gast und bekomme einen Stellplatz mit Blick bis weit in den Fjord. Das, was hier hinter mir liegt, könnte man als Kuriosität verbuchen. Es ist ein großes Ding aus Stahl, das keinen Sinn macht und von dem keiner so richtig erklären kann, warum es hier liegt. Dadurch habe ich aber die Chance, hinein zu interpretieren, was immer ich möchte. Zunächst die Fakten. Das Ding am Strand ist Islands ältestes Stahlschiff. Gebaut 1912, das Jahr, in dem die Titanic unterging.
Das Schiff wechselte mehrfach den Eigentümer, wurde mehrfach umbenannt und schließlich Anfang der 80er Jahre am Strand des Patresfjörður absichtlich auf Grund gesetzt. Warum, weiß heute niemand mehr. Soweit der Sachverhalt. Nun folgt meine Interpretation dieser skurrilen Location. Das Schiff war ein Walfänger. Ich erkläre es hiermit zum Mahnmal gegen den Walfang. Ihr habt aus meinen letzten Filmen sicher noch die Bilder dieser faszinierenden Meerestiere vor Augen. Wale zu töten ist grausam, absurd und macht auch ökonomisch keinerlei Sinn. Doch Stand 2025 bleibt in Island der Walfang erlaubt. Ich hoffe, dass sich das ändert und hier bald ein anderer Text zu lesen ist. Mein Vorschlag für die neue Inschrift lautet: Hier rostet das Monument einer archaischen Zeit, in der der Mensch noch nicht begriffen hatte, dass man soziale und intelligente Tiere wie den Wal nicht jagen sollte. Die Besonderheiten rund um Patresfjörður haben alle immer etwas mit Wasser zu tun, also mit dem Meer. Auch mein nächstes Ziel. Und was ich euch jetzt zeige, ist für Island völlig untypisch und daher so interessant und besonders. Zunächst verrate ich noch nichts, so bleibt es spannend. Was folgt, muss man gesehen haben. Es lässt sich kaum beschreiben. Und um angemessen zu staunen, braucht es vorab einige geologische Grundkenntnisse. Island liegt auf der Grenze zwischen zwei Erdplatten und ist durch Vulkane entstanden. Aufsteigendes Magma hat die Insel geformt und bestimmt auch die Farben der Landschaft. Island ist überwiegend dunkelgrau bis schwarz mit einem Hang ins Rötliche. Umso wundersamer ist die Existenz von Rödisandur, die sonnengelbe Küste an den Westfjorden, der wohl größte und schönste Strand von ganz Island. Hier zu laufen ist surreal. Es ist Karibik-Feeling am Polarkreis. Hinzu kommt das furiose Umfeld mit gewaltigen Klippen und Dutzenden Wasserfällen.
Rödisantyr heißt übersetzt roter Strand. Dieser Name resultiert entweder aus der Farbe des Sandes oder der Wikinger Armodur der Rote gab dem Strand seinen Namen. Egal was nun stimmt, Rödisantyr ist einfach atemberaubend. Auch bei meinem nächsten Ausflug mit Start in Patresfjordr, meinem aktuellen Wohnort, geht es wieder ans Wasser, zu einem der größten Vogelfelsen, den es auf dieser Welt gibt, wobei ich jetzt, Ende September, vermutlich einen Monat zu spät komme, denn die Brutsaison ist vorbei. Vom Ort Patresfjordr zum Vogelfelsen Lautrabjerg sind es 60 Kilometer. Der größte Teil des Weges führt über eine Schotterpiste. Da der Felsen ein bekanntes Touristenziel ist, begegnet man auf der Strecke auch immer mal wieder anderen Reisenden. Nach den vielen angenehm einsamen Wochen in den Westfjorden hat das für mich fast schon einen Erlebnischarakter. Lautrabjerg ist die Spitze einer Landzunge. Vom Parkplatz aus führt ein Wanderweg parallel zur Klippe. Hier brüten Millionen Seevögel. Papageitaucher, Lummen, Eissturmvögel, Bastölpel, Turdalken und viele mehr. Doch die Brutzeit liegt in Island zwischen April und August. Jetzt, Ende September, sieht man hier kaum noch Tiere. Aber auch ohne Vögel, das Kliff ist eindrucksvoll. 14 Kilometer lang, bis zu 450 Meter hoch. Ob das nun der größte Vogelfelsen von Europa oder gar der Welt ist, darüber kann man streiten. In jedem Fall ist Lautrabjerg auch im vogelreichen Island ziemlich einzigartig. Und wer hierher kommt, trifft auch auf eine zweite isländische Besonderheit: das Kap Bjargtankar. Ich sitze jetzt am Kap Bjargtankar. In vielen Reiseführern kann man lesen, das sei der westlichste Punkt Europas. Das stimmt aber nicht. Der liegt natürlich auf den Azoren. Das Kap ist jedoch der westlichste Punkt von Island und damit auch meiner Reise und der zweitwestlichste Punkt von Europa, aber auch nur dann, wenn man die Kriterien sehr großzügig auslegt. Und eigentlich sitze ich sogar über oder auf Amerika, denn unter mir beginnt bereits die sogenannte nordamerikanische Kontinentalplatte. Klingt kompliziert und ist sicher nur für Hobbygeologen interessant. Das Kap selbst ist unspektakulär. Es gibt ein Leuchtfeuer, eine Wetterstation und ein Schild mit der falschen Angabe, man befinde sich hier am westlichsten Punkt von Europa. Dafür hat man einen weiten Blick aufs Meer. Wäre die Erde eine Scheibe und keine Kugel, so würde man von hier aus Grönland und das kanadische Neufundland sehen. Zumindest theoretisch. In den Westfjorden war ich länger als einen Monat unterwegs und bin begeistert. Die Halbinsel ist ein Stück weit anders als das Festland in Bezug auf Landschaft und auch auf die Erlebnisse, die man hier haben kann. Und zumindest im September, in dem Monat, in dem ich hier unterwegs war, sind die Westfjorde auch keinesfalls überlaufen. Im Gegenteil, es war still und ruhig. Auf diesem Campingplatz, auf dem ich aktuell stehe, in Patresfjordr, habe ich in den 10 Tagen, in denen ich hier war, genau 3 andere Camper gesehen.
Es ist jetzt Anfang Oktober und ich fahre weiter. Kurz vor meiner Abreise begegne ich durch Zufall dieser Dame. Sie macht hier das Licht aus und beendet somit die Campingsaison in Patræsfjörður. Ich bin der letzte Gast. Am 3. Tag im Oktober ist hier also Schluss. Hätte ich länger bleiben wollen, hätte man den Platz sicher auch länger offen gelassen. Das Ende der Saison ist fließend. Und jetzt geht es wirklich weiter. Ich fahre von Patræsfjörður nach Búðardalur. Das ist eine Strecke von 240 Kilometern. Und wie ihr auf der Karte sehen könnt, ich verlasse die Vestfjorde, was mir unglaublich schwer fällt. Das Flair, die Stimmung und die Landschaft dieser Halbinsel sind einfach bezaubernd. Far from all the things I left behind, I hear the call of restless skies, the dreams I couldn't chase, the moments I can face. The streets unfold into the night, interwoven dreams escape my sight. The winds hum through the pines, a name that still entwines. The city is asleep, moonlight cut so deep, footsteps dragging slow, in cold air on my skin, it's pulling me back in. The silence starts to sing, feel the stillness grow, surrender into light that pierces through the night. Was auffällt, der Verkehr nimmt zu, sobald man die Vestfjorde verlässt. Meine Fahrt Richtung Süden führt mich näher an den Ballungsraum Reykjavik, den internationalen Flughafen und die Ringstraße. Mit jedem Kilometer steigt das Risiko, dem Massentourismus zu begegnen. Da die Hauptreisezeit jedoch vorbei ist, hoffe ich auf das Beste. Doch schon mein erster Campingplatz im Süden ist eine Enttäuschung. Die Sonne scheint ganztägig. Ein Wunder in Island, zumindest im Oktober. Ich stehe jetzt hier im Rahmen einer Reise auf dem 10. Campingplatz und es ist der erste Platz, den ich nicht empfehlen kann. Der Platz in Búðardalur liegt an einer Durchgangsstraße. Er ist ganzjährig geöffnet, aber der Eigentümer liebt vor allem seinen Rasen. Wie mir der Platzwart mitteilt, muss er geschont werden. Was bleibt, sind Stellplätze mit dem Charme eines Industriehofes. Immerhin kann ich den Sonnenschein für einen Haushaltstag nutzen. Nach monatelangem, dauerfeuchten Islandwetter muss vieles getrocknet werden. Selbst in den Schubladen hat sich Kondenswasser gesammelt. Nach 2 Übernachtungen fahre ich weiter. Es geht von Búðardalur nach Hvolsvöllur. Eine Strecke von 250 Kilometern vorbei an der Hauptstadt des Landes. Island hat 400.000 Einwohner. Mehr als die Hälfte von ihnen wohnt im Großraum Reykjavik. Und das merkt man. Das verträumte, stille Island
das ich die letzten 5 Monate kennengelernt habe, erkenne ich nicht wieder. Rund um Reykjavik sieht es aus wie im Umland jeder anderen europäischen Großstadt. Autobahnen, Brücken, Kreisverkehre. Ich versuche, Reykjavik möglichst schnell hinter mir zu lassen und fahre auch ganz bewusst am berühmten Golden Circle vorbei. Viele Islandreisende kommen nur auf die Insel, um diesen goldenen Kreis zu besuchen. Ich meide ihn wie der Teufel das Weihwasser. Vielleicht ist es ein bisschen erklärungsbedürftig. Immerhin liegen an diesem Golden Circle Islands beliebteste Naturwunder. Es gibt einen Nationalpark mit vielen Sehenswürdigkeiten. Es gibt ein Geothermalgebiet mit dem weltgrößten Geysir. Man kann sich dort große Wasserfälle anschauen oder Vulkankrater. Wer meine Reise in den letzten 5 Monaten ein bisschen mitverfolgt hat, weiß, ich war in dieser Zeit nur im dünn besiedelten Norden unterwegs. Und ich fahre erst jetzt, Anfang Oktober, zum Ende der Hauptreisezeit, herunter in den Süden und hoffte auf fallende Besucherzahlen, auch um mir diesen Golden Circle anzuschauen. Aber diese Hoffnung war naiv. Es gibt hier eine interessante Internetseite. Ihr Name ist Visit Iceland. Man kann dort in Echtzeit die Besucherzahlen an solchen Hotspots mitverfolgen, auch am Golden Circle. Beispielsweise an den Geysiren waren dort jetzt 10.000 Besucher an einem Tag im Oktober. Und pro Jahr kommen dorthin, nur dorthin, über 1 Million Gäste. Aus meiner Sicht ist das Wahnsinn. Da ist Tourismus außer Rand und Band. Und für mich gibt es dort nichts mehr zu entdecken. Das ist alles millionenfach gefilmt und fotografiert. Und ich möchte Island nicht so in Erinnerung behalten, als ein Land mit vollen Parkplätzen, mit drängelnden Besuchermassen und viel Stress. Und deswegen mache ich um den goldenen Zirkus einen riesigen Bogen. Der Campingplatz in Hvolsvöllur ist riesig und bis Ende Oktober geöffnet. Aber nur theoretisch. Auch hier gilt die Parole: schützt den Rasen. Die Liebe der Isländer zu ihren Grünflächen ist überwältigend. Da die meisten Campingplätze inzwischen geschlossen haben, drängen sich in Hvolsvöllur am Abend viele Besucher auf wenig Raum. Kassiert wird natürlich der volle Preis. Man zahlt in Island immer pro Kopf. Beispielsweise eine Reisegruppe mit 4 Erwachsenen und Stromanschluss zahlt hier knapp 100 € pro Nacht für freien Blick auf Schotterplatz und Pfütze. Dazu kommt der Lärm der nahen Ringstraße und der Krach durch Mietcamper, die um 7 Uhr aufbrechen, um ihre eng getakteten Urlaubslisten abzuarbeiten. Dieser Platz ist purer Stress. Ich hätte den Norden wohl besser nicht verlassen und bleibe auf der Flucht. Parallel zur Küste fahre ich immer weiter ostwärts. Von Hvolsvöllur geht es zum Skaftafells-Nationalpark. Die Strecke hat eine Länge von 220 Kilometern. Sie führt vorbei am Mýrdalsjökull, ein Bergmassiv und gleichzeitig der 4. größte Gletscher von Island. Man kann hier auch gewaltige Wasserfälle bewundern, doch die Region ist von Reykjavik aus gut zu erreichen und daher völlig überlaufen. Ein kleines Beispiel für den isländischen Pragmatismus erlebe ich kurz vor dem Ziel. Eine Straßenbaustelle.
Trotz laufender Bauarbeiten gibt es keinerlei Schilder oder Signalanlagen. Als Verkehrsteilnehmer bin ich tatsächlich auf meinen Verstand angewiesen. Der Deutsche in mir empfindet das als puren Stress. Aber es funktioniert. Und dann bin ich angekommen am Skavdafjell Campground. Der Platz liegt in Europas zweitgrößten Nationalpark. Und wer hier campt, hat einen direkten Blick auf den Vatnajökull. Das ist außerhalb des Polargebietes Europas größter Gletscher. Der bedeckt eine Fläche von unglaublichen 8000 Quadratkilometern und ist damit 3-mal so groß wie das Saarland. Der Platz selbst ist sehr touristisch. Wer hierher kommt, dachte ich, kommt, um lange Wanderungen zu machen. Dem ist aber nicht so. Nach 5 Regentagen mache ich mich auf den Weg zum Gletscher. Der erste Teil der Strecke ist enttäuschend, denn es geht über Gummimatten und Holztreppen. Selbst jetzt, Mitte Oktober, ist der große Andrang erstaunlich. Die erste Wegmarke ist der Svartifoss, ein für isländische Verhältnisse kleiner Wasserfall. Übersetzt heißt er schwarze Kaskade, ursächlich ist die Farbe des umgebenden Gesteins. Ungewöhnliche Basaltsäulen, ausgerichtet wie Orgelpfeifen. Sie sind tatsächlich wundersam und ein beliebtes Fotomotiv. Ein noch viel größeres Mysterium erlebe ich jedoch hinter dem Wasserfall. Es ist, als würde ich eine magische Grenze überschreiten. Das Gewusel hört auf und kein einziger Mensch folgt mir auf meinem Weg Richtung Gletscher. Man wird in Island auch immer wieder positiv überrascht. Nachdem ich lange Zeit zwischen Reisegruppen Slalom gelaufen bin, habe ich jetzt hier einen wunderschönen Wanderweg und das völlig für mich allein. So bleibt es auch über die nächsten 8 Stunden. Ich kalkuliere 20 Wanderkilometer, doch was ich nicht ahne, sind die 1300 Höhenmeter, die mich erwarten. Wie in vielen Nationalparks sind Drohnenflüge nicht erlaubt. Das ist ärgerlich, aber auch verständlich. Die Stille hier hat etwas Erhabenes. Immer wieder sieht man Gletscherzungen, die sich ins Tal schieben. Man sieht pittoreske Bergformationen und blickt in tiefe Schluchten. Eine dieser Kaskaden ist der Morsørfoss, mit 330 Metern der höchste Wasserfall Islands. Es geht immer weiter und höher. Mein Ziel ist die Abbruchkante des Gletschers. Ich möchte dem Vatnajökull Auge in Auge gegenüberstehen. Selbst dieser eher einfache Wanderweg erfordert Trittsicherheit. Er ist jedoch nicht vergleichbar mit einer echten Gletschertour. Doch dafür fehlt es mir an einem Wanderpartner, Erfahrung und der richtigen Ausrüstung. Ich bin etwa auf Meereshöhe gestartet. Ich stehe jetzt auf fast 1000 Höhenmetern. Mein Puls macht, was er will. Er ist kurz vor Herzinfarkt. Aber es lohnt sich. Was für ein Blick. Was wir sehen, ist lediglich die Zunge eines Eisriesen, der fast 10% der Fläche von Island bedeckt. Im Angesicht dieser Dimensionen
wird der Mensch zum Zwerg. Erst der Blick zurück lässt erahnen, um welche Entfernungen es hier geht. Diese Wanderung ist Island par excellence. Eis, Wasser, Berge, sogar das Wetter ist typisch. Ich beginne im Dunst zu drehen, doch nur 30 Minuten später scheint die Sonne. Was noch fehlt, ist das Feuer, also ein Vulkanausbruch. Aber das sollte man in Island besser niemals laut sagen. Unterhalb dieses bis zu 1 Kilometer dicken Eispanzers gibt es hier eine Vielzahl von Vulkanen. Die meisten davon sind auch noch aktiv. Etwa alle 10 Jahre bricht ein solcher feuerspeiender Berg aus. Begleitet wird das von Erdbeben und von gewaltigen Aschewolken, die bis zu 20 Kilometer hoch in die Atmosphäre schießen. Manchmal gibt es auch nur einen sogenannten Gletscherlauf. Was das ist, hatte ich im letzten Film ja schon erklärt, hier die Kurzfassung. Der Vulkan wird aktiv, Wasser schmilzt im Gletscher. Es bildet sich eine Art Wasserblase und irgendwann schießt das Wasser mit gewaltiger Kraft explosionsartig aus dem Gletscher und reißt dabei alles mit sich. Man ist ja also von ständiger Gefahr umgeben und kann nur hoffen, dass die Isländer ihre Gletscher gut überwachen. Der Vatnajökull hat seine Größe in der Vergangenheit immer wieder verändert. Vor 1000 Jahren war er kleiner. Ab dem 15. Jahrhundert, während der sogenannten kleinen Eiszeit, ist er dann stark gewachsen. Seit einigen Jahren schrumpft der Gletscher wieder. Ursachen sind die Klimaveränderung und die Vulkanausbrüche. Direkt oberhalb des Gletschersees, nahe dem Campingplatz, liegt der Hvannadalshnokkur, der höchste Berg in Island. Interessanterweise kann niemand sagen, wie hoch der Gipfel gerade ist. Denn der Berg ist ein Vulkan und als solcher verändert er ständig seine Breite und seine Höhe. Wenn sich die Magmakammer füllt, dann wächst der Berg. Aktuell ist er 2110 Meter hoch. Vor einigen Jahren waren es wohl noch runde 10 Meter mehr. Doch nicht nur die Gipfel und Gletscher beeindrucken. Mich interessiert auch das Gegenüber, der Sander, eine Schwemmlandebene, die erstaunliche 1000 Quadratkilometer groß ist. Seit Jahrhunderten duellieren sich hier Mensch und Natur und ihr ahnt sicher schon, wer dabei immer wieder als Sieger hervorgeht. Brücken über den Sander haben eine geringe Lebenserwartung. Ein Gletscherlauf kann Stahl problemlos biegen. Betrachtet man den Sander aus der Luft, so erzählt er eine Geschichte von der Kraft des Wassers in einer Welt, die sich unablässig verändert.
Ich schwöre, dass ich bei den letzten beiden Drohnenaufnahmen außerhalb der Nationalparkgrenzen stand und gestartet bin. Aber bei einem Gletscher in der Abendsonne kann ich nicht wirklich widerstehen. Jetzt noch ein paar Infos zum Skafterfetch Campingplatz. Er ist ganzjährig geöffnet, wobei man nur in den Sommermonaten zelten kann. Auch hier sind die Wiesen ab Oktober geschlossen. Es gibt jedoch ausreichend große Ausweichmöglichkeiten mit Stellplätzen auf Schotter. Tagsüber ist hier wenig los. Am Abend kommen dann die Camper, leider bis 24 Uhr. Einige starten bereits morgens um 7. Man wird also von Motorengeräuschen und schlagenden Türen geweckt. Immer wieder vermisse ich die Ruhe des Nordens. Der Ort ist auf viele Besucher ausgerichtet. Die Tagesgäste parken separat. Es gibt eine Besucherinformation. Man kann Gletscherwanderungen buchen, sogar Hubschrauberflüge über das Eis. Wer kein Problem mit der Hektik des modernen Tourismus hat, wer sich in großen Besuchergruppen wohlfühlt, ist in Skafterfetch gut aufgehoben. Immerhin gibt es zivilisatorischen Luxus, von der Waschmaschine bis zum Wasseranschluss direkt am Stellplatz. Ich stand hier länger als 14 Tage, was auch daran liegt, dass mir langsam die Alternativen ausgehen. Denn jetzt, Ende Oktober, sind hier auf Island kaum noch Campingplätze geöffnet. Dafür ist die kalte und immer dunkler werdende Jahreszeit prädestiniert für die berühmten isländischen Nordlichter. Was ihr hier seht, ist mein Nachthimmel über dem Campingplatz. Solche Leuchterscheinungen gibt es übrigens auch in Rot, Blau oder Violett. Meine Nacht war grün. Und jetzt geht es weiter. Ich starte bei bestem Wetter. Seit 10 Tagen hat es nicht mehr geregnet. Das ist bemerkenswert und die längste Trockenphase meiner bisherigen Reise durch Island. An diesem Tag fahre ich von Skafterfetch nach Egilsstaðir. Die Tour hat eine Länge von 380 Kilometern. Etwa 6 Stunden werde ich unterwegs sein. Es geht vorbei am Diamond Beach, eine der größten Touristenattraktionen, die es in Island gibt. Gewaltige Eisbrocken, teilweise groß wie Einfamilienhäuser, treiben aus einer Gletscherlagune Richtung Meer. Früher sicher ein Ort mit Charme, inzwischen ein großer Parkplatz. Nach diesem Besuchermagneten nimmt der Verkehr dann Richtung Osten immer weiter ab. Mit jedem weiteren Kilometer wird Island einsamer und schöner. Man sieht Orte mit hunderten großen Wasservögeln, vermutlich eine Sammelstelle von Gänsen und Schwänen vor dem Abflug ins Winterquartier. Es gäbe noch so viel zu entdecken, auch in den dramatisch anmutenden Ostfjorden. Gerne hätte ich hier wochenlang Halt gemacht, aber es ist Oktober. Als die Wikinger Island besiedelten, nannten sie die Insel zunächst Schneeland, später dann Eisland.
Warum? Hier ist die Antwort. Das sind keine Wetterkapriolen. Dieser Schnee ist gekommen, um zu bleiben. In wenigen Wochen sieht ganz Island so aus. Für manchen Autofahrer eine überraschende und teure Erkenntnis. Ich bin froh, auf 8 Winterreifen unterwegs zu sein und dankbar, meinen Campingplatz in Egilsstadir zwar im Dunkeln, aber immerhin unfallfrei erreicht zu haben. Der Kreis ist also geschlossen. Ich stehe jetzt Ende Oktober wieder an dem Punkt, an dem ich vor über 5 Monaten zu meiner Island-Umrundung aufgebrochen bin. Damit ist auch klar, ich werde hier nicht überwintern, es geht zurück. Mir haben die letzten Tage noch mal deutlich gezeigt, wer hier in Island in den nächsten Monaten der Chef im Ring ist. Das sind die Dunkelheit und der Winter. Eine Herausforderung liegt noch vor mir. Das ist die Straße zum Fährhafen. Die führt über einen Pass, der ist bereits jetzt ziemlich zugeschneit. Weitere Schneefälle sind angekündigt. Und es kursieren im Internet einige Geschichten von Touristen, die es nicht pünktlich zur Fähre geschafft haben. Mein Schiff geht in 3 Tagen. Ob es mir gelingt, seht ihr im nächsten Film. Ich werde mich, wenn alles gut geht, in etwa 2 Monaten wieder melden. Dann wahrscheinlich aus Berlin. Ich versuche mich in dem dann letzten Island-Film an einem Resümee und beantworte eure Fragen, die ihr mir zu Island gestellt habt oder zu den Herausforderungen, die man als alleinreisender Campinganfänger so zu meistern hat. Bis dahin bleibt gesund. Ich werde am Ende dieses Filmes nicht versuchen, verzückt zu lachen, sondern sage einfach nur auf Wiedersehen und Tschüss.